Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und als ich gestern diese Kartenform im Internet gesehen habe, wusste ich gleich, die muss ich mal nachbasteln. Es ist eine sogenannte Cascading Display Card. Ich würde sie jetzt als Kaskadenkarte auf Deutsch bezeichnen. Und jetzt zeige ich dir auch mal, warum die so heißt. Einmal die Banderole ab und dann faltet die sich so auf. Man sieht es ein bisschen schöner, wenn man sie so hinstellt. Ziehen. Sieht man, dass sie so wie in Kaskaden fällt. Ich fand die so toll, da habe ich mir gedacht, da mache ich gleich mal ein Video für. Jetzt hier nochmal in einer anderen Form. Einmal hier mit den Wichteln, einmal mit dem Rentier. Also da kann man ganz viele tolle Sachen mitmachen. Und heute mache ich sie hier mit dem Weihnachtshund, weil ich den so süß finde. Gesehen habe ich die Kartenform bei Astrids Astrids Papier-Euphorie, so. Und die hat sie nämlich zum Blockup des Fancy Fold Design Teams gebastelt. Und das Design-Team hat als Vorlage ein Video von der amerikanischen Stampin' Up Demonstratorin Dawn Griffin verwendet. Da waren die Maße halt in Inch. Kann man mitarbeiten, ich arbeite nicht so gerne mit, deshalb habe ich es mir umgerechnet und dann habe ich mir die Maße nochmal auf quasi erträgliche oder gerade Zentimetermaße angepasst. Ja, das war der theoretische Teil und ich würde sagen, dann fangen wir doch mal direkt an zu basteln. Und zeig dir mal jetzt nacheinander, was du alles brauchst. Am besten schneidest du dir dafür die Elemente einmal vorher zurecht und dann kannst du direkt mit mir basteln. So. Also ich habe verwendet den Weihnachtshund, Stempelfarben in Lodengrün, in Celadon, in Chili und in Schwarz und natürlich die Hundestanze dazu. Scotty genannt von mir. So, das schieben wir mal aus dem Bild. Du brauchst dafür, ich muss mal meinen Spickzettel hier rausholen, dass ich die Maße alle finde. Eine Grundkarte in 10,5 x 24 cm. Die wird gefalzt bei 2,5, bei 5, bei 19 und bei 21,5. Dann dreht man es nochmal, das machen wir mal direkt. Habe ich noch nicht gemacht, dann legt man sie an der kurzen Seite oben an und bis zur ersten Falzlinie hier wird sie nochmal bei 2,5 gefalzt. Einmal oben das Stück und einmal unten das Stück. Also die Grundkarte 10,5 x 24 cm. Dann brauchen wir für den Mechanismus zwei Teile. Das ist auch bei mir in Chili und zwar in 6,5 x 7,5. Die lange Seite anlegen und die wird bei 2 und bei 4,5 gefalzt, bei beiden Teilen. Dann zeige ich das mal hier an meiner Beispielkarte. Das ist hier seitlich der Mechanismus. Für diese Karte braucht man 2 Stück Farbkarton in 7 x 9 und 2 Stück Designerpapier in 6,5 x 8,5. Für das kleine Element hier vorne noch 2 Stück Farbkarton in 6 x 8 cm und weiß oder je nachdem, hier habe ich das Pergamentpapier Schneeflocken verwendet, je nachdem wie man das möchte. Auf jeden Fall ist das Stück 5,5 x 7,5. Dann haben wir hier innen noch das Element. Hier habe ich Designerpapier verwendet. Hier habe ich Farbkarton verwendet und den gestempelt. Dafür braucht man nochmal 2 Stück weißen Farbkarton in 10 x 13,5. Und zu guter Letzt die Banderole, die habe ich bei Astrid gesehen. Das fand ich eine echt tolle Idee von ihr, damit die Karte hält. Das ist entweder ein Stück Designerpapier oder, hier sieht man es nicht, hier habe ich nochmal das Pergamentpapier verwendet. Oder hier einfach Farbkarton, ich habe den schon vorgestempelt, in 3 x 30,5. Und der wird dann links und rechts jeweils bei 8 cm gefalzt. Wenn man jetzt nur von einem DIN A4 Papier das nimmt, dann legt man es am besten einfach nur drum und klappt es dann um, weil es dann ja ein bisschen kürzer ist. So.
dann basteln wir die Karte mal Stück für Stück zusammen. Also, die Grundkarte. Ich habe sie mir jetzt schon gefalzt bei 2,5, 5, 19 und 21 cm. Und die wird dann ziehharmonikaförmig gefalzt, so dass unser Grundelement hier steht. So, dann, damit man das ein bisschen besser sieht, wir haben ja hier unsere beiden Falzlinien, ziehe ich jetzt von dieser Ecke, wo die beiden Falzlinien aufeinandertreffen, bis zur zweiten Falzkante mir noch eine Hilfslinie. Auf der anderen Seite genauso. Und das sind jetzt Teile, die wir rausschneiden. So, eine Seite. Ich habe meine Linie ziemlich schlecht gemacht. So. Genau, gefalzt wird nach innen, nach außen, damit es so aussieht. Dann kommt der Mechanismus. Ich hier meine richtigen Elemente finden. Also 6,5 mal 7,5, gefalzt bei 2 und bei 4,5 cm. Und zwar auch Z-förmig. Beide Teile. Also dass so ein Z entsteht, wenn man von oben drauf guckt. So, und ich merke mir das jetzt so, wie ich es aufkleben will, dass ich das Z, das hier, nach außen öffnet. Das ist ganz wichtig. Hier auch, das Z öffnet sich nach außen. So, dann nehme ich Flüssigkleber. Nee, noch nicht. Und ich lege es an, hier an der äußeren Kante. Steht in der Mitte ein bisschen über. Kann man sehen, wenn ich so hochklappe. Also ein bisschen, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass wir es hier an der äußeren Kante anpassen. Und da ja hier nicht alles an Kleber voll ist und hier auch nicht, ziehe ich mir hier einmal kurz eine Hilfslinie. Dieser Seite auch, damit ich weiß, bis wohin der Klebstoff darf. Ich nehme Flüssigkleber, weil es sich einfach ein bisschen besser schieben lässt. So, da muss gar nicht viel. Dran denken, das Z muss sich nach außen öffnen. Und das erste Element wird hier an der Außenkante festgeklebt. Und dann gucken wir, deshalb habe ich den Flüssigkleber genommen, dass es seitlich schön passt und dass es unten schön gerade ist. Darauf steht nachher die Karte. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. So, das breite Element wird aufgeklebt, die werden ja mal schmaler. Das Z öffnet sich nach außen. Und zwar hier wieder die Faltkante auf die Außenkante geklebt und unten, dass es da auch schön passt. So, das ist die Karte mit dem Faltmechanismus. Dann bekleben wir erstmal die anderen Elemente. Das ist hier das Element. Legen wir die hier oben so hin, dass man das nebenbei sehen kann. Noch nicht. So. Genau. Also nehme ich meinen Farbkarton. Oder wenn man das bestempeln möchte, kann man das auch gerne machen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ich klebe hier auf jeden Fall schön mein Stück Designerpapier auf meinem Farbkarton. Beiden Seiten. So. Und die kommen jetzt hier innen drin rein in den Mechanismus. Und zwar hier an die Kante wieder. An diese Faltkante, die wir gerade schon mal verwendet haben, wird die festgeklebt. Für streiche ich das hier unten.
einmal. Wenn man das mit Motiven hat, sollte man gucken, dass sie richtig rum sind. Ich habe das bei meinen Versuchen auch schon verkehrt herum auf den Kopf geklebt. Sah super aus. Auf der anderen Seite auch. Flüssigkleber und ich. So, und wirklich drauf gucken, dass das unten an der Kante schön gerade ist. Ich klicke das dann hier einmal zu und schiebe es noch mal ein bisschen rein, damit es wirklich gut passt. Dieser Seite auch. Und dann klinke ich die einmal zur Mitte. Die überlappen sich ein ganz klitzekleines bisschen, aber das ist nicht schlimm. Und gucke, jetzt durch den Flüssigkleber könnte ich jetzt hier noch schieben, hier unten an der Kante, damit es wirklich gerade ist. So. Dann können wir einmal das Innenelement schon einkleben. Bevor wir das vergessen, das sollte man vielleicht doch besser. Ich habe meins bestempelt. Hier mit der Hundedecke und dem Ranken. Finde ich total süß, weil es so in der Mitte rausguckt. Da habe ich natürlich noch kein Klebeband vorbereitet. Aber das kriegen wir hin. Also ich finde das toll, das lustige Stempelset. Wir haben zwar keinen Hund, aber Scotty ist einfach niedlich, muss ich ehrlich sagen. So. Das kann man jetzt hier einfach umklappen, damit man innen drin gut reinkommt. Und dann gucken, dass man das hier mittig schön aufklebt. Ich habe die Maße so gewählt, dass rundrum jeweils 2,5 mm sind. So, und dann ist das, guckt das so in der Mitte raus. So. Genau, dann können wir das zweite große weiße Papier auch schon aufkleben. Das ist nämlich für die Rückseite. Wenn man da noch einen Spruch drauf schreiben möchte, hat man da auch noch ein bisschen Schreibfläche. So. So, und dann machen wir weiter mit dem kleinen Element schon. Ich habe dafür schon mal was vorbereitet. Ich habe Scotty in 2 Varianten gestempelt. Scotty in schwarz, sein Halsband in Chili. Und die Sterne habe ich jeweils einmal auf dem Papier abgestempelt und dann den zweiten Abdruck verwendet, weil ich das Celadon nicht so kräftig haben wollte. Und Scottys Schleife in Muster gestempelt. Wenn man sich die anguckt, sieht die gar nicht so aus. Diesmal nicht durchgehen. Aber den Trick habe ich letztens gesehen bei einer amerikanischen Demo. Ich habe leider den Namen vergessen. Wenn er mir wieder einfällt oder ich ihn wiederfinde, schreibe ich das noch in die Beschreibung dazu, wie man das hinkriegt. Er hat genommen, hier Scottys Decke, Stempelfarbe drauf und dann hat sie die Schleife genommen, einmal drauf gedrückt und dadurch ist das Schleifenmuster entstanden. Das fand ich eine total tolle Idee. Wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Und dann ganz normal einmal abstempeln. So, Stempelkissen zugemacht. Dann ist man kann es natürlich auch aus Designerpapier ausstanzen, aber dann ist die Schleife halt ein bisschen größer und nicht so wie hier noch mit zum Rand. Oder man macht sie einfarbig, aber ich fand die Idee total klasse. Und das passt halt super zu der Decke, nicht? So. Dann einmal hier rein. Ausgestanzt, weggeflogen wie immer. So. Und damit kriegt auch der zweite Scotty noch ein bisschen eine Schleife, eine Festtagsschleife. So, die kriegt er hier hin. Oh, das ist echt eine tolle Idee. Ich bin total begeistert. Merkt man kaum, nicht? So. Die Scottys kleben wir hier auf den Farbkarton, auf das vordere Element. Ja. Habt ihr denn schon angefangen, Weihnachtskarten zu basteln? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich habe ja schon angefangen, aber ich mache das auch einfach gerne und auch damit ich sie euch schon mal zeigen kann.
So. Wie hätte ich es? Ich möchte sie gerne so rum haben. Das habe ich auch schon in sämtlichen verkehrten Varianten geschafft. Das kommt hier vorne auf diese kleine Lasche, aber diesmal nicht bündig damit, sondern bündig mit der Karte da drunter. Gucken wir mal. Das zeigen. Steht also so ein ganz bisschen über ihren Element ab. Aber man kann das sehen, dass hier der Farbkarton und das Designerpapier eine Linie bilden. Hätte ich hier unten nur auf das Stück, wird so verschoben aussehen und hier hätte ich so eine hässliche Kante. Das heißt, hier kommt wieder Flüssigkleber drauf. Dann lege ich das schön glatt hier hin. Durch den Flüssigkleber kann ich es halt auch jetzt hier so ein bisschen hin und her schieben, dass ich es exakt an der Stelle habe. Also einmal wieder bündig an dieser Kante ausrichten und an dieser Kante. Schön festdrücken. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Und auch wieder gucken, dass man mit der ganz äußeren Kante das bündig hinkriegt. So. Und das war schon die ganze Karte. Die sieht so toll aus. Also ich kann es so vielleicht mal halten, damit man das mal sieht. Halt, wenn man die so öffnet, da gucken sich die Scotties an. Und dann macht man sie auf und ihr Kissen kommt raus, ihre Decke. Ja, dann machen wir jetzt noch eine Banderole drum. Ich habe meine hier schon mit dem Kissen vorgestempelt, aber wie gesagt, Designerpapier sieht auch toll aus. Einfach drumherum legen. Auf der Rückseite habe ich hier ein Stück Klebeband drauf geklebt. Gucken, dass man es schön gerade hinkriegt. Nur nicht so gerade. So. So. Und dann hält die Karte auch. Sieht jetzt ein bisschen langweilig aus. Ich habe dafür noch einen Scotty ausgestanzt und vorher noch mal frohe Weihnachten. Das passt exakt auf ihn drauf. Ja, noch 2 Abstandklebis hinten schon drauf. Da kommt der welche auch noch mit drauf. So. Weihnachtskarte fertig. Zeigen wir noch mal alle 3. Genau, hier in der Mitte gestempelt. Bei dieser auch. Bei dieser Designerpapier verwendet. Und die Banderole in 3 verschiedenen Varianten. Das hier finde ich übrigens auch ein ganz tolles Set. Regular Reindeer. So süß hier mit dem kleinen. Ist echt schön mit dem kleinen Hasen. Ja. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, du hast mitgebastelt. Zeig mir ruhig deine Karten. Schick mir die per Mail oder per Instagram. Und wenn dir das gut gefallen hat, das Basteln, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Annalena. Ciao.